Moin Leute und herzlich willkommen in einer neuen Folge. Heute bin ich zu Gast bei Amazone, wurde eingeladen und darf so ein paar Neuheiten mir angucken, präsentieren. Wir haben auch relativ viel Technik hier. Wir haben eine Primera, da will ich ja nachher noch mal rumschlendern. Irgendwie ist die immer im Kopf geblieben. Die Amazone Düngerstreuer, da fährt einer. Die neue Pantera mit 7000 Liter, dahinter steht die ältere quasi mit 4500 Liter. Ich bin noch nie Selbstfahrerspritze gefahren. Das wäre mal ganz interessant und die hat auch ein neues Bedienkonzept, also was man sich angucken kann. Die bin ich gerade eben schon gefahren. Dann haben wir da, ja ich weiß nicht wie die Schare hier heißen, eine Scheibenecke. Crosscutter Disc heißen sie bei anderen Herstellern mit gezackten Scheiben. Dahinter steht dann ein Serion mit einem Flug. Da drüben fährt ein Grubber. Da hinten fährt eine 9 Meter Prisea. Da fährt die neue Drillmaschine. Cirrus. Cirrus ist nicht neu. Cirrus hat ein Update gekriegt, kann Einzelreinschaltung, quasi wie eine Spritze. Dann fährt da hinten noch eine kleinere Prisea und dann noch ein Düngerstreuer. Und ich denke, wir fangen jetzt aber hier an mit der neuen Pantera. Das ist auch tatsächlich für mich ganz interessant. Und ja, würde sagen, wir setzen uns da mal rein, starten mal los und werden dann mal sehen. So, wir sind jetzt in der Kabine angekommen. Vielleicht stellst du dich noch mal einmal kurz vor, dass wir wissen, wer du bist und was du so machst bei Amazone. Ja, mein Name ist Michael Meersmann und ich bin hier bei Amazone Produktmarketing für den Bereich Pflanzenschutztechnik aktiv. Genau. Du bist heute hier und zeigst uns einmal die neue Pantera, 7000 Liter, steht dran. Du sagst 6600 Nutzvolumen, glaube ich, hast du gesagt, richtig? Richtig, ja. Genau. Fahren einmal vorne zu unserer Teststrecke, dann können wir auch mal ein bisschen fahren, einklappen, ausklappen. Ansonsten Maschine gibt es entweder mit Topcon-Lenksystem oder kann man wahlweise auch bekommen mit einem Trimmel-Lenksystem. Wenn man sich Joystick-Funktionen angucken will, hier immer ganz schön gelöst. Das Ganze ist auf 3 Ebenen. Jetzt hat man hier zum Beispiel mal Ebene 1. Wenn der grüne Kringel hier oben aktiv ist, einmal draufdrücken, ist der rote Kringel aktiv, hat man Ebene 3 und man kann hinten nochmal eine Wippe drücken, dann hat man Ebene 2. Hierbei immer ganz schön, auch durch diese Mini-View-Ansicht. Man kann sich immer beides wirklich parallel anzeigen lassen. Sowohl den das Arbeitsmenü der Spritze, wie halt eben auch die ganzen Joystick-Funktionen. Und unten sieht man zum Beispiel nochmal die ganzen Daten fürs Parallelfahrsystem. Genau, vielleicht einfach noch mal kurz erklären, warum hier keine Symbole drauf sind. Das heißt, alles ist individual belegbar und das Ganze auf 3 Ebenen. Und deshalb sehen die Knöpfe quasi so aus und man kann sich da am Bildschirm angucken, was man sich darauf gepackt hat. Und jeder Fahrer kann ja für sich da eigenes Setup anlegen. Kann man das auch abspeichern und jeder Fahrer kann für sich mit seinem Setup fahren? Das geht hier jetzt nicht, man kann es aber individuell belegen. Also was es schon gibt, ist, man kann sich hier für die reine Spritzenarbeit kann man sich schon unterschiedliche Profile anlegen. Das heißt, wir könnten hier zum Beispiel sagen, Profil 1, 2, 3, wir können einfach ein neues Profil erstellen. Dann kann man zum Beispiel mal sagen, wenn man die Maschine jetzt einfach nur auf hier Profil 2, das nehmen wir. Dann kann man zum Beispiel sagen, Stängelverhalten kann man dann unterschiedlich einstellen. Oder man kann halt eben zum Beispiel auch die Arbeitsbreiten oder Teilbreitenaufteilung unterschiedlich einstellen. Hier haben wir jetzt ein 36 Meter Gestänge, was auf 36, 24 oder 12 Meter auch nur ausklappen kann. Hier könnte man zum Beispiel sagen 24 Meter Profil. Wäre das dann haben wir nur noch 48 Teilbreiten. Das heißt, wenn wir eine Einzeldüsenschaltung, dann würde das ganze Gestänge zum Beispiel nur auf 24 Meter auch ausklappen. Ich denke mal, wir belassen es mal. Wir belassen es mal einfach. 36 Meter, ja. Aber ganz am Anfang vielleicht einmal mal kurz hier zu dem Groben und Ganzen was gesagt. Also der Joystick ist so ziemlich gleich, habe ich gerade gefahren in der Vorserie. Hier ein bisschen, die Konsole ist anders geworden. Also die alte Konsole stammt ja noch aus dem älteren Kabinensystem oder aus dem älteren Kabinenkonzept von Claas, glaube ich. Das, glaube ich, darf man so sagen, dass das zugekauft wird. Und das tatsächlich ist die neue Kabine, die auch im Trion unter anderem verbaut wird. Hier die Fußrasten, die sind also schon ein bisschen bekannt, wo man sich den Fuß ablegen kann. Aber die Seitenkonsole habt ihr jetzt eigentlich so ein bisschen umgebaut und selbst für euch entwickelt. Genau, das Ganze nochmal angepasst. Die ist natürlich deutlich schmaler geworden. Die in der anderen Variante war natürlich nochmal deutlich breiter. Ein paar mehr Knöpfe waren da drin. Ansonsten von der Funktionalität her hier identisch. Bremsen lösen und halt eben hier halt eben die Funktion auch für die Leiter, um sie hoch und runter zu schwenken. Ansonsten im oberen Bereich ist es ähnlich wie beim Trion. Das heißt, neue Kabine hier von Claas. Oben dann auch natürlich immer noch mal ein Bildschirm für die Kamera. Hast du wahrscheinlich vorhin schon mal ausprobiert. So dass man halt eben auch mal das Vorderrad mit im Blick hat.
Genau, also auch Applikationskarten macht ihr alles über dem Terminal. Das ist quasi nur so ein bisschen ein kleines Anzeigendisplay, habe ich gerade schon festgestellt, so ein bisschen für den Achsstand, für die Lenkung, für die Geschwindigkeit. Hier sind eigentlich alle Fahrwerkssachen drin, was für die Maschine. Ja. Hier in dem Terminal haben wir dann eine komplette Spitzenbedienung drin. Okay. Von der ganzen Fahrwerkssteuerung ist es ja so, wie gesagt vorhin, wir können die Spurweite hydraulisch verstellen, einfach hier einstellen, auch zum Beispiel 2,60 Meter. Vorwärts fahren, oben wird es direkt angezeigt, 2,30 Meter, 35, 40. Schon haben wir die Spurweite verstellt. Genau, man sieht es jetzt auch im Spiegel. Das heißt, wo ist das mal interessant für die Zuhörer, die sich fragen, man kann bestimmte Reihenweiten im Mais zum Beispiel so die Spur verstellen, dass man immer in der Reihe fährt, oder auch im Kartoffelanbau ist das zum Beispiel interessant, Spargel, alles so ein bisschen im Reinkulturen, Gemüse. Im Getreideanbau, einige Großlandwirte sind auch ein bisschen auf breitere Spur gegangen, glaube ich 240er oder so wird da gefahren. Ja. Die Maschine kann grundsätzlich von 2 Meter bis 2,75 Meter. Es wird hinterher noch mal eine andere Variante geben, die kann auch von 2,25 Meter bis 3 Meter Spurweite eingestellt werden. Vorteil bei 3 Meter Spurweite ist dann gerade bei 75 cm Reihenabstand, wie zum Beispiel Mais. Man kann dann auch die ganze Maschine sehr gut für die Bandapplikation nutzen, um halt eben nochmal deutlich Fangschutz einzusparen und dann zwischen den Reihen zu haken. Bietet natürlich auch den weiteren Vorteil, wenn man 4 Reihen unten drunter hat, passt das ja auch hinterher hundertprozentig mit der ganzen Aufteilung über die komplette Arbeitsbreite, sodass man auch wirklich mit einer normalen Düse gerade im Außenbereich anfangen kann. Und man gerade bei diesen Auf- und Abfahrten im Überlappungsbereich keine Probleme hat, dass sich da irgendwas nicht überlagert. Genau. Da würde ich mal sagen, klappen wir mal das Gestänge aus und gucken uns das mal an. Ich gehe fast davon aus, dass jetzt nur auf 24 Meter eingestellt, weil wir können es trotzdem mal eben machen. Genau, wir waren ja eben so forschen und haben da ein neues Profil angelegt. Deswegen mussten wir auch gerade einmal neu starten. Ja. Hätten wir es mal so belassen. Man sieht es jetzt auch schon direkt im Terminal hier, die äußersten Teilbreiten sind ausgeschaltet. Und wenn man jetzt zum Beispiel ausklappt, das Ganze ist hier eine Paketklappung und Paketklappung mit Flexklappung 2. Das heißt, der erste Ausleger ist noch nicht komplett ausgeklappt. Dann fängt schon der nächste Ausleger an mit auszuklappen. Das heißt, dadurch wird der ganze Klappprozess noch mal deutlich schneller. So, man sieht schon, wir hatten vorhin 24 Meter eingestellt. Die Maschine klappt jetzt auch wirklich nur bis 24 Meter aus. Die äußersten Teilbreiten sind jetzt auch schon komplett deaktiviert. Aber jetzt haben wir keinen Anfahrschutz mehr, oder? Doch, den haben wir trotzdem noch. Das ist ja ein insgesamt ein hydraulisches System. Ja. Und das Klappgelenk, was jetzt nach hinten wegklappt, das wäre das Gelenk, was wir gerade ausgeklappt haben. Da ist nochmal ein zusätzlicher Puffer drin, da ist eine Überlastsicherung drin. Das heißt, kommen wir irgendwo dran, kann das nochmal ein bisschen nachgeben nach hinten. Ist aber nicht so wie dieser äußerste Anfahrschutz, der wirklich um 90 Grad nach hinten wegklappt. Ah, okay. Ja. Genau, hier sieht man dann nochmal das Arbeitsmenü. Gestängefunktionen sind jetzt auch alle aktiv. Hier sieht man mal Seite 3 und jetzt sieht man auch hier, kann man das Ganze hier rüber auch ganz einfach über den Joystick ansteuern. Übrigens ganz nett, diese Leiter, die kann man sozusagen in der Kabine wegfahren, damit sie natürlich auch nicht im Bestand läuft. Hier sieht man es einmal, hier ist zum Beispiel der Sensor für Swingstop. Swingstop heißt, wir können hier im Außenbereich des Gestänges auftretende Schwingungen durch Beschleunigungsvorgänge, Abbremsvorgänge direkt erfassen. Und hier im Mittelteil des Gestänges können wir da aktiv gegen reagieren. Das heißt, wir haben hier diese beiden Zylinder mit einer durchgehenden Kolbenstange in der Mitte mit dieser schwarzen Scheibe. Und diese schwarze Scheibe können wir dann halt eben, wenn Außenschwingungen auftreten, aktiv nach vorne oder hinten schieben. Das heißt, wir arbeiten aktiv dagegen, sodass das Gestänge immer in einer ruhigen Position ist. Und gerade bei Arbeitsbreiten oberhalb von 30 Meter höherer Fahrgeschwindigkeit gibt es einfach diese Effekte, dass die Gestänge teilweise anfangen können, vor und zurück zu schwingen. Das ist ganz normal bei den Gestängen. Ansonsten würden sie zu schwer, wenn sie gar nicht schwingen würden. Aber hier halt eben mit dem riesen Vorteil, dass wir das Ganze aktiv
draus steuern können. Gibt es die Variante auch bei den gezogenen Systemen, bei den gezogenen Spritzen, oder ist das ausschließlich erstmal nur den Selbstfahrern vorbehalten? Also alles hier ab dem Hufwerk gibt es so auch bei einer gezogenen Spritze X01. Ja. Das kann man so genauso bestellen. Genau, jetzt habe ich mal in einem Video gesehen, und das wird das System ja hier auch haben, ihr habt jetzt 4 Düsen unter. Und bei Kurvengeschwindigkeit werden andere Düsen teilweise durchgeschaltet oder verwendet. Oder war es tatsächlich nur ein Werbevideo? Nein, das ist wirklich so. Wir haben diesen Beschleunigungssensor sowohl außen im Gestänge sitzen, wie auch in der Mitte drin. Und das heißt, wir können hier, haben wir insgesamt einen 4-fach-Düsenkörper, ich habe auch mal einen hier dabei. Das ist der Düsenkörper, wenn man sich den mal von unten anguckt. Jetzt hier natürlich ohne Düsen, Ja. wie man sieht. Der hängt so unter der Maschine. Und fahren wir jetzt in eine Kurve, können wir den Kurvenradius in Echtzeit erfassen. Und je nach Kurvenradius können wir dann halt eben sagen, wir können von der kleinen Düse, wenn hier zum Beispiel eine blaue Düse, 003er drauf ist, hier eine 05er, spritzen wir normal mit der 05er Düse, wenn wir geradeaus fahren. Heißt das im Kurvenbereich, im Kurveninneren gehen wir runter auf die kleinere 03er Düse. Und im Kurvenaußenbereich können wir beide Düsen zusammenschalten. Genau. Ich möchte das gerne noch einmal für den Zuschauer erklären, der davon gar keine Ahnung hat. Also warum ist das so wichtig? Wenn man sich das Gestänge mal hier anguckt und wenn das noch ausklappt, sind das 36 Meter. Und ihr könnt euch vorstellen, wenn man jetzt am Vorgewende Kurven hat, man hat Feldinseln und man fährt in den Kurven, dann ist es so, dass man muss gar nicht doll lenken, bewegt sich die Innenkurvenseite vom Gestänge nahezu kaum. Kannst du das vielleicht mal einmal vorführen? Kannst du einmal im Kreis fahren? Ja, wir können sogar so scharf drehen, dass du das Innenteil zurückdreht. Genau, das ist auch so. Also das heißt, wenn er richtig scharf dreht, dreht sich das Gestänge teilweise rückwärts. So, wir warten mal kurz, dass er das macht. Also jetzt lenkt er mal hier ein und fährt mal vorwärts. Und was ihr natürlich seht, dieses Gestänge dreht da rückwärts und da dreht er mit erhöhter Geschwindigkeit. So, in einem normalen System, was ich zum Beispiel auch fahre, führt es dazu, wie ihr da seht, der Innenbereich würde doppelt kommen. Gut, wenn man vielleicht GPS-Abschaltung hat, Reihenabschaltung, dann würde innen ausgehen, aber außen bewegt sich ja umso schneller. Ja? Das heißt, je weiter außen wir sind, umso weniger Menge bringen wir raus und innen umso mehr Menge bringen wir raus. Außen führt es dazu, dass wir zu Resistenzproblemen bekommen, weil im Pflanzenschutz, in Herbiziden, in Fungiziden wird da zu wenig Menge rausgebracht. Innen aber viel zu viel. Wenn wir zum Beispiel Wachstumsregler fahren, Dünger, ist dort viel zu viel Ausbringmenge. Jetzt könntet ihr dann sagen, ja, dann kann er doch einfach jede Düse einzeln ein bisschen mehr oder ein bisschen weniger abschalten. Da haben wir das ganz große Problem. Je mehr Menge wir rauskommen, desto mehr Druck bekommt eine Düse. Und das Tröpfchenspektrum verändert sich. Das heißt, wenn wir jetzt hier eine Düse daran schrauben und sagen so, alles klar, wir fahren 200 Liter mit 10 km/h, dann ist diese Düse perfekt. So, wenn wir jetzt aber durch die Außenbewegung mehr Menge da geben müssen, dann ändert sich hier das Tröpfchenspektrum. Das wird dann eventuell zu fein oder auf der Innenseite zu grob, weil wir da zu wenig Menge rausbringen. Ja, hier haben wir dann nachher sozusagen so einen Sprühnebel, der zu der sogenannten Abdrift führt. Und da hinten haben wir so grobe Tropfen, dass es dazu zu keiner richtigen Benetzung mehr kommt. Und da ist der Clou, deswegen gibt es hier verschiedene Düsen. Das heißt, jede Düse hat ja eine unterschiedliche Farbe und auch damit eine unterschiedliche Größe und ein unterschiedliches Tropfenspektrum bei einer bestimmten Ausbringmenge. Und dann ist das ganz einfach, dann schaltet er quasi die Mengen durch, bei welcher Düse das gerade optimal ist, sodass er komplett beim Rumfahren die optimale Benetzung der Pflanzen existiert. Und das ist in der Tat auch ein Punkt, den man ganz oft so auf vielen Feldern sieht. Überall, wo Kurven am Vorgewende gefahren werden, kommen die Resistenzprobleme rein. Gerade die Gräser, die wachsen von da rein, weil die zu wenig Menge bekommen. Und ja, immer so ein bisschen Dosis bekommen, hören auf zu wachsen, aber nicht, sterben davon nicht ab. Was man gerade gesehen hat, das Gestänge hat sich hier im Kurveninnenbereich schon zurückgedreht. Da ist es dann auch so bei diesem Curve Control, da werden die Düsen dann auch komplett ausgeschaltet. Das erkennt das System, da wurde schon einmal behandelt. Da werden die Düsen komplett weggeschaltet. Und das ist auch hier so, wir haben eine Einzeldüsenschaltung. Also das heißt, alle 50 cm ist so ein Düsenkörper. Wir können auch
alle 50 cm eine andere Düsenkonfiguration fahren. Das heißt, wir sind hier nicht irgendwie bei dieser Düsenumschaltung an Teilbreiten gebunden, sondern wir machen das wirklich in Echtzeit in Abhängigkeit vom Kurvenradius. Das heißt, ihr könnt auch pro Düse eine eigene Ausbringmenge steuern? Das jetzt nicht. Es ist ein vorhandener Spritzdruck im ganzen System drin. Ja, ja. Im Kurveninnenbereich geht es runter, im Kurvenaußenbereich geht es hoch. Somit ist das direkt ausgeglichen. Wir können auch ganz einfach im Kurveninnenbereich, wenn das Gestänge rückwärts dreht, komplett wegschalten. Aber wir haben jetzt keine fixen Teilbreiten für dieses Curve Control, sondern wenn sich der Kurvenradius ändert, können wir mit dieser äußeren Teilbreite weiter nach innen gehen oder weiter nach außen gehen, wo dann zum Beispiel 2 Düsen gleichzeitig geöffnet sind. Mhm. Okay, gut. So, dann gucken wir uns mal einmal das ganze Anmischen an, was tatsächlich heutzutage auch immer wichtiger wird. Man nimmt immer mehr Mikronährstoffe mit, immer mehr Pulver werden gefahren, immer mehr kombinierte Mittel, teilweise Spritzharnstoff wird noch gefahren. Und dann steht man teilweise sehr lange, weil die Einschleusleistung nicht so krass ist. Und da hast du gesagt, wir haben einen draufgepackt, das geht jetzt wie Sau bei uns, ja? Genau. Erstmal hier haben wir unser Komfortpaket Plus. Grundsätzlich kann man hier unterschiedliche Befüllprofile abspeichern. Das Ganze kann man einmal zum Beispiel für die Saugbefüllung separat machen, einmal für die Druckbefüllung. Wir sind jetzt hier auf dem Acker, wir haben auch schon Wasser drin. Ansonsten müsste man wirklich nur noch den Schlauch ankoppeln. Hannes, und jetzt ziehen wir die Einspülschleuse runter. Was auch ganz wichtig ist, was wir glaube ich hier mal einmal erwähnen sollen, das ist eine neue Maschine, die wurde bis jetzt nur mit Wasser gefahren. Deswegen können wir hier ohne Probleme, ohne Handschuhe umher hantieren, ohne weiteres. Also für alle, die gerade an den Arbeitsschutz denken, wir werden jetzt einen Sack Bittersalz einmischen und natürlich werden dafür Arbeitshandschuhe angezogen, gar keine Frage. Aber ansonsten die ganze Maschine, Düsen, alles drum und dran, bis jetzt nur mit Wasser gefahren und deswegen, wie gesagt, können wir ohne Probleme da mit unseren Händen rangehen und arbeiten. Genau. Das Ganze funktioniert über ein Touch-Terminal, kann man auch problemlos mit Handschuhen bedienen, ist nicht so wie beim Handy oder so. Einfach Einspülschleuse aktivieren, jetzt sagen, so, ich möchte das Wasser aus dem Brühebehälter nutzen, da ist jetzt auch nur Wasser drin. Und was man natürlich auch noch machen muss, ist mal zwischendurch die Pumpe starten und dann passiert da auch was. Genau. Jetzt hast du vorhin schon gesagt, ihr habt jetzt die Pumpe auf der anderen Seite gebaut, damit man nicht die ganze Zeit diesen Lärm hat, den man normalerweise beim Einmischen hat. Also zum Vergleich, bei mir ist hier die Einspülschleuse und hier vorne die Pumpe. Das heißt, ich habe schon die ganze Zeit eine deutlich höhere Lärmbeschallung als hier. Genau. Guck mal, man sagt Bittersalz. Kann man problemlos hier drauflegen. Das hält die ganze Einspülschleuse auch sehr gut aus. Durch diesen komplett neu konstruierten Arm kann man hier problemlos bis zu 40, 50 Kilogramm drauflegen. Man sieht jetzt hier von der ganzen Bedienung, ich habe jetzt erstmal alles aus. Ich kann hier jetzt sogar sagen, ja, für alle Leute, die sich jetzt fragen, was ist das? Bittersalz sind so grobe Kristalle und das ist ein Magnesiumdünger mit Schwefel. Nimmt man ganz oft rein, wird gut übers Blatt mit aufgenommen. Richtig, jetzt ist ja noch alles aus, jetzt wundert man sich, was macht er da? Aber wir haben jetzt hier zusätzlich nochmal eine Mischdüse. Das heißt, unterhalb der Absaugöffnung, über den dicken Schlauch wird abgesaugt und über diesen zusätzlichen Schlauch unterhalb der Absaugöffnung hier schießen wir nochmal Wasser mit rein, sodass das ganze Pulver direkt unten schon, ja, oder das Bittersalz hier in diesem Falle, direkt mit dem Wasser super angemischt wird. Diese Düse anmachen, volle Absaugleistung einstellen und man sieht hier oben schon, was passiert. Das heißt, jetzt wird es auch nur unterirdisch eingemischt. Genau. Und das ist auch ein ganz interessanter Fakt. Wenn man einige Pulver hat und man fängt jetzt an von oben einzumischen, dann fangen die an so hart zu klumpen und rutschen gar nicht mehr unten rein. Ich muss auch sagen, für den ganzen Anwenderschutz, das hier ist jetzt ein Bittersalz, aber gerade wenn es Chemikalien sind, ist natürlich auch... Natürlich, man hat nicht diesen klassischen Nebel. Genau. Klar haben wir volle Montur an, aber wir versuchen das ja immer, soweit es geht, zu vermeiden, ne? Ganz klar. Man sieht hier schon, das wird so schon super abgesaugt. Natürlich, wir haben jetzt gar nichts dran gemacht, da sind ein paar Klumpen drin. Ansonsten hinterher kann man einfach gleichzeitig nochmal Wasser dazuschalten und das Ganze dann direkt mit aufgelöst wird. Und man sieht hier schon, das Ganze wird so wirklich schön in eins weggesaugt. Man hätte das Ganze schon zu Anfang an machen können, dann wird es noch ein bisschen besser gehen. Aber hier sieht man mal wirklich
25 Kilogramm Bittersalz haben wir da so in eins reingetan. Zusätzlich können wir natürlich auch nochmal unsere Pistole mit nutzen. Ja, ist nicht mal nötig. Können noch ein bisschen hier das Ganze ein bisschen mit sauber machen. Genau. Also es ist schon so eine Leistung, dass man hier permanent Säcke reinkippen kann und dann wird das ohne Probleme eingemischt. Ihr könnt euch vorstellen, wenn man teilweise, ich sag mal 4, 5 Säcke pro Hektar fährt, dann macht eine Spritze, macht hier 35 Hektar, sagen wir mal, dann sind wir mal ganz schnell bei, ja, 20 Säcke, die wir da reinmachen wollen. Ja. 20 reicht ja gar nicht. 40, 50, 60 Säcke und dann hat man hier gut zu tun. Auch man sieht das hier ist noch mal eine Skala dran. 60 Liter passen maximal rein, dann ist auch randvoll. Wir haben jetzt hier, befüllen wir die einfach nur mal. Und dann können wir gleich mal sehen, wie enorm die Absaugleistung ist. Wir bilden extra bewusst so einen Strudel, dass das Ganze halt eben noch hier schon in der Anspülschleuse optimal mit eingemischt wird. Oben drüber nochmal dieser schöne Rand. Das heißt, gerade jetzt zum Schluss, die Düsen spritzen ins Wasser rein, dass da dann auch wirklich nichts überläuft. Also auch wenn man größere Gebinde hat, mal 20 Liter, kannst du halb voll machen, sodass das unten sich schon schön auflöst, kannst trotzdem ganz Kanister reinkippen, ist überhaupt kein Thema. Jetzt haben wir gut 50 Liter drin und jetzt haben wir Absaugleistung gestartet, auf volle Power und man sieht hier schon, wenn wir es nachmessen würden, werden wir jetzt hier bei dieser Maschine auf eine Absaugleistung von ungefähr 240 Liter pro Minute kommen. Genau. Man hat ja ab und zu auch mal daneben so ein 1000 Liter Shuttle mit flüssigem Harnstoff und was nicht alles zu stehen. Lässt das hier reinlaufen, damit man wirklich schleunigst das mit wegpumpen kann teilweise. Und man muss sagen, die Maschine, die auf solchen Betrieben fährt, da geht es wirklich um Minuten beim Anmischen, weil die haben wirklich Hektar, die da durchschieben müssen. Wir haben jetzt hier eine Kolbenmembranpumpe, 2 Stück insgesamt. 2 Kolbenmembranpumpen heißt hier insgesamt Pumpenleistung von 600 Liter pro Minute, wenn sie beide zusammenlaufen. Dadurch, dass wir aber diese Injektorleistung nochmal mitnutzen können, kommen wir hier auf knappe 800 Liter Ansaugleistung, wenn wir nur über den Sauganschluss ansaugen. Viel mehr geht hinterher durch so einen 3-Zoll-Schlauch auch nicht mehr durch. Okay, gut. Ich bin vorhin da mit dem anderen, mit dem kleinen Pantera gefahren, der da vorne fährt. Der ist ja ein 4500er. Man muss sagen, der fuhr sich schon überraschend gut. Also das Fahrverhalten war viel besser, als ich erwartet habe. Auch bei dem ist das noch krasser. Der schwebt richtig über den Acker. Und das habe ich so nicht erwartet, um ehrlich zu sein. Wir haben ja ein paar Selbstfahrer in der Region und wenn die einem mal entgegenkommen, dann sind die immer so am Wippen und am Fahren. Da hat der Kollege hier geil und der hat einen vollen Tank, muss man sagen. Der hat jetzt 5500 Liter hier drin gehabt. Und hier ist quer zur Bearbeitungsrichtung. Hier sind wir vorhin hergefahren und da lag der wirklich gut. Also da muss ich sagen, da bin ich echt überrascht. Das habe ich komplett anders erwartet. Dann ist bei der Variante ist jetzt neu, die hat jetzt so einen Hangausgleich. Das heißt, die ganze Spritze kann sich sozusagen ja, den Winkel ein bisschen verändern oder kann sich dem Hang angleichen. Ist halt auch interessant, wenn man jetzt am Hang arbeitet. Na klar kann sich das Gestänge ausgleichen, aber irgendwann geht es auch darum, dass man die Gefahr des Kippens nicht so doll hat. Was auch ganz interessant ist, was ich in der kleineren Pantera vorhin festgestellt habe und was auch mir gesagt wurde. Bei höheren Geschwindigkeiten geht auch nachher nur noch die Frontlenkung. Und es ist so, wenn man aus dem Vorgewende rauskommt und in die Kurve reinfährt, ne? In dem Moment, wo das Gestänge angehoben wird, wird erst die Vierradlenkung wieder aktiviert. Sonst auf der Fläche in der geraden Fahrgasse fährt man nur mit Frontlenkung, damit man nicht diese Schwenkbewegung hat durch die Vierradlenkung. Und bei höheren Geschwindigkeiten wird auch die Lenkung reduziert, sodass man nicht der Gefahr ist, das Ganze auf die Seite zu schmeißen. So, jetzt haben wir es hier gesehen, jetzt hat er das so ein bisschen geneigt. Aber man hat das, ich hab gedacht, dass man sieht es ein bisschen jetzt doller. Wir müssen mal einen kleinen Moment hier warten. Ach, was ist das denn Witziges? Das Rad fährt leicht im Hundegang vorne, aber das hinten fährt gerade. Also man muss sagen, verrückterweise mit diesen Selbstfahrern geht unfassbar viel. Aber die sind auch sehr, sehr speziell. Sowohl im Preis als auch mit den Anwendungszwecken. Und ihr seht ja, mit 7000 Liter sind sie jetzt nicht so, dass man sagt, oh, das schafft man richtig krass, sondern da sind eher schon die 12.000er Spritzen für die großen Betriebe viel interessanter geworden. Aber die hohe Durchfahrtshöhe, da hat man natürlich einiges, womit man hier punkten kann.
So, dann ist das Ding halt ultra wendig. Was auch ganz interessant ist, wie spurgetreu die Reifen hier einfach mal nachlaufen, wie ihr seht. Also man hat da wirklich minimale Überrollung, ja, Überrollung, nicht Überfahrten am Vorgewende. Man kommt da wirklich gut rein. Aber ich sage euch ganz ehrlich, das ist sehr gewöhnungsbedürftig. Also das Lenkverhalten ist anders, als man das erwartet. Sage ich euch ganz ehrlich, gerade Vierradlenkung und dann sitzt man noch vor der Lenkung. Das ist schon ein bisschen gewöhnungsbedürftig. Ja, und unterm Strich muss man auch sagen, das sind hier Einzelstücke. Ja? Der Markt ist nicht bedeutend groß, sodass man tatsächlich für so ein Teil genauso viel Geld hinlegt wie irgendwie ein mittelgroßer Mähdrescher tatsächlich, was man gar nicht erwarten mag. Naja, jetzt neigt er das hier. Ja, jetzt sieht man das. Ich hoffe, bei euch sieht man das auch. Also ich würde sagen, so 10 Grad ist die Maschine geneigt. Aha, also tatsächlich ist jedes einzelne Rad einzeln ansteuerbar. Das heißt vorne, hinten. Ja, jetzt sieht man es tatsächlich, glaube ich, ein bisschen mehr. Ich hoffe, man sieht es auch in der Kamera ein bisschen. Oh, das ist anständig jetzt. Ja, das sieht man jetzt wirklich schön. Also das ist halt, im Hang bleibt das Fahrzeug zusätzlich auch noch gerade. Also, ich glaube, ganz interessant, da mal reinzuschnuppern für mich. Selbstfahrerspritze noch nie gefahren, auch mal reinzugucken, wie das Ding sich fährt. Wie gesagt, ich bin den anderen Pantera gefahren. Überraschend, wie gut der fährt. Also tatsächlich, ja, jetzt ist er hier vorne runtergegangen ein bisschen mehr. Und jetzt sieht man auch hier vorne, dass das auch jetzt gut schräg ist, glaube ich. Ja, jetzt sieht man das wirklich gut. Auch die Räder stehen ja hier schräg. So, ausklappen geht wirklich flott. Das haben wir noch mal mit reingenommen. Und was ich vorhin noch mit Anfahrschutz meinte, damit die Leute, die da nicht so die Ahnung haben, damit wir da mal drüber sprechen können. Und zwar haben wir hier so einen kleinen Zylinder. Das heißt, wenn wir mit dem Fahrzeug da irgendwo gegenkommen, dann kann das Ganze nach hinten ausweichen. Hier dieser Alu-Bereich, den ihr gesehen habt, der kann nach hinten wegschlagen. Das heißt, wir können auch super dicht an Masten fahren, lassen es nach hinten klappen, das Gestänge rutscht vorbei und geht wieder nach vorne. Aber auch für alle Arten von Hindernissen ist es ganz nett, wenn man hier so einen Anfahrschutz hat. Oder Klappen geht aber schon gut flott, muss man sagen. Ja, im Generellen muss man sagen, wo sind denn die ganz großen Vorteile hier bei dem Selbstfahrer? A, ist es einmal die Durchfahrtshöhe. Ja, das heißt, wir können in hohe Bestände reinfahren. Dann ist es die Wendigkeit. Ja, wir kommen super schnell in Ecken, können super schnell drehen. Ist tatsächlich auch ein Vorteil, wir haben eine Extramaschine auf dem Hof. Das heißt, in Arbeitsspitzen setzt man sich da rein, fährt los und spritzt. Und ja, das ist aber auch gleichzeitig ein Nachteil. Ja? Also man hat da keinen Schlepper vor, der dann irgendwie losfährt oder mit dem man dann losfahren könnte. Hohes Investitionsvolumen tatsächlich auch. Und ein ganz großer Vorteil ist die Verstellung dieser Spur. Für Gemüseanbau, für Erdbeeren, ist alles egal. Also egal, für die ganzen Kulturen, diese Verstellung der Spur ist da super interessant für diese Betriebe. Es ist und bleibt aber speziell. Leute, habe ich schon gesagt, es bleibt speziell, es bleibt speziell. Und die ganz großen Unterschiede heutzutage bei den modernen Spritzen sind die Gestängeführung. Das Ding muss liegen wie ein Brett, da darf nichts federn, nichts wackeln, damit jede Pflanze wirklich exakt dieselbe Menge bekommt. Und auch die Ausbringmengen, egal wie wir lenken, überall muss wirklich dieselbe Ausbringmenge raufkommen. Das ist ganz, ganz wichtig. Wir wollen immer weniger Pflanzenschutz ausbringen und wir dürfen immer weniger Pflanzenschutz ausbringen. Und umso mehr muss die Verteilung exakter sein. Gut, Leute, das war's zur Amazone Pantera. Ich hoffe, das hat euch gefallen. Und ja, mal gucken, vielleicht kriegen wir die mal begeistert, mal bei uns zum Hof zu kommen und da mal in echt mal ein bisschen mitzuarbeiten. Müssen wir es natürlich so abpassen, dass wir da irgendwie im Mais oder in Sonnenblumen eine Kultur fahren, wo wir vielleicht die Fahrgassen auch verändern können. Vielen, vielen Dank fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal, Leute. Ciao, ciao.